Hallo ihr Lieben, ich bin die Jen vom Gartengemüsekiosk. Es ist Sommer und ich möchte mit euch heute mal durchsprechen, was jetzt noch ausgesät werden kann. Ja, es ist Sommer und ihr fragt euch vielleicht, wie jetzt noch aussehen? Ist es jetzt nicht eigentlich die Zeit vorbei dafür? Und ich sage nein. Wenn man Selbstversorgung im eigenen Garten, im Hobbygarten betreiben möchte, dann hat man natürlich das Anliegen, dass man möglichst das ganze Jahr über in den Beeten was wachsen lässt und auch immer wieder was ernten kann. Wie realisieren wir das? Über eine versetzte Ernte, aber eben auch über eine versetzte Aussaat. Und ihr glaubt gar nicht, was im Juli alles jetzt noch ausgesät werden kann. Vielleicht fangt ihr gerade an mit dem Gärtnern und denkt euch, ihr seid spät dran. Nein, seid ihr nicht. Vielleicht habt ihr auch gerade einen neuen Garten bekommen und mehr Fläche. Auch den könnt ihr gut bestellen und ausnutzen. Jetzt im Sommer ist es schon die richtige Zeit, um vorzuplanen, damit auch im Herbst richtig der Garten voll steht und auch gut beerntet werden kann. Ihr seht ja schon, hier auf den Tischen stehen noch einige Jungpflanzen. Nicht nur die Salatplatte, sondern auch Kräuter und Blumen stehen hier unter anderem. Die werden natürlich im Garten sukzessive nacheinander immer noch verteilt, damit die Beete schön voll sind und wir regelmäßig versetzt ernten können. Und damit das auch so bleibt, schauen wir uns jetzt zusammen an, was wir im Juli noch aussehen können. Ich habe das alles hier reingepackt und dann gucken wir mal, was alles da drin ist. Und auch wenn jetzt unsere Salatplatte recht voll und üppig ist, werden wir wieder Salat aussehen, denn wir möchten ja, dass das so bleibt. Welche Salatsorten sehen wir aktuell gerade aus? Das sind zum Beispiel Lollo-Salat, Batavia-Salat, Eisbergsalat ist dabei, aber natürlich auch noch Kopfsalate. Und wer gerne später noch so Salate mag, so Herbst-Wintersalate wie Radicchio oder auch Endiviensalat, die können ab jetzt auch ausgesät werden. Ein weiterer Bereich von Salaten sind natürlich die Asiasalate. Wir haben den Mizuna und den Moutarde Rouge Métis bei uns im Programm und die sind ja leicht pikanter, ein bisschen schärfer, kann man gut im Herbst auch ernten. Die lassen sich auch schön mal eben erhitzen, blanchieren, das gibt auch ein wunderbares Gemüse. Wenn im Garten dann abgeerntet wird, wie zum Beispiel die dicken Bohnen oder auch Frühkartoffeln oder auch die ersten Kohlsorten wie Brokkoli oder früher Blumenkohl, dann ist wieder Platz im Beet. Und super ist es, wenn wir dann Jungpflanzen am Start haben, wie zum Beispiel die vom Mangold oder vom Fenchel. Und deswegen sehen wir die auch schon aus. Das heißt, Mangold und Fenchel kommen jetzt in die Aussaat, damit die Beete weiterhin auch bestellt bleiben können. Jetzt habe ich ja gerade gesagt, dass wir Brokkoli und Blumenkohl schon abgeerntet haben. Ist es jetzt mit Kohl vorbei? Nein, natürlich nicht. Kohlsorten, die recht lange brauchen, wie Weißkohl oder Rotkohl oder Rosenkohl, da wäre es jetzt zu spät. Aber für Kohlsorten, die recht schnell sind, da ist es jetzt noch eine gute Zeit, sie auszusehen. Da können wir im Herbst noch mal ernten. Und welche sind das, die jetzt in die Aussaat kommen? Zum einen ist es der Brokkoli, dann aber auch der Blumenkohl spät, haben wir auch ein eigenes Video zu gemacht, aber auch der Spitzkohl, der Chinakohl und der Kohlrabi. Die sind recht flott, die können wir jetzt aussehen und dann im Herbst noch ernten. Via E-Mail erreichen uns unter anderem auch öfters Anfragen, ob wir auch ein Set zusammengestellt haben für den Anbau, um im Herbst ernten zu können. Und wir haben das jetzt neu im Programm. Einmal entweder hier in dieser dekorativen Box schön zusammen, ein wunderbares Geschenk für einen Gärtnerfreund. Da sind dann alle Saaten drin, die jetzt im Sommer ausgesät werden können, um im Herbst zu ernten. Ihr könnt es aber natürlich auch ohne die Box bekommen, wenn ihr schon eine habt oder ein anderes Lieblingskästchen habt. Der Link dazu ist unter dem Video in der Infobox. Einfach draufklicken, wenn euch das interessiert. Da seht ihr auch noch mal, welche Aussaaten da drin sind. Vielleicht seid ihr, so wie wir, auch Fans vom Zwiebelgemüse, sei es jetzt der Knoblauch oder die verschiedensten Zwiebeln oder eben auch die Lauchzwiebeln. Dann ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, um noch Lauchzwiebeln auszusehen. Die können dann, wenn sie im Juli ausgesät werden, im August, September gepflanzt werden. Das Schöne ist, sie sind sogar winterhart. Also bei uns überwintern die und wachsen im nächsten Jahr einfach weiter. Und wenn ihr sie dann sogar ausblühen lasst, dann habt ihr so lange Stängel mit wunderschönen Blüten. Das Saatgut, was da rauskommt, samenfest biologisch, könnt ihr natürlich entnehmen und in eure Saatgutkiste stecken und von da aus weiterverwenden. Also von uns der heiße Tipp, jetzt nochmal die Lauchzwiebeln auszusehen. Und wenn ihr euch das U wegdenkt, schaut mal, wie sie dann heißt.
Die nächste Kategorie bei uns ist die vom Wurzelgemüse. Jetzt im Juli ist es, ich sag mal, letzte Eisenbahn, um für den Herbst noch Wurzelgemüse in den Garten zu bringen. Zum einen sind das die Möhren, die werden in Direktsaat bei uns ausgesät. Hier oben ist unser Video dazu. Ich sage nun mal der kleine Tipp mit dem Sand. Vielleicht macht ihr das ja auch schon lange so. Und die anderen beiden Kandidaten, das sind die rote Beete und eben auch die Steckrübe. Die ziehen wir allerdings vor, das machen wir in so Quickpot-Platten. Das hat sich gut bewährt. Wenn ihr schon länger bei uns beim Gartengemüsekiosk dabei seid, dann habt ihr sicherlich schon gemerkt, dass wir recht viele Saaten erstmal vorziehen, dass sie erstmal Jungpflanzen werden. Sie sind geschützt vor Fressfeinden, wie zum Beispiel Schnecken, und haben die Möglichkeit, erstmal zu einer vitalen, kräftigen Pflanze zu werden. Das ist ein Vorteil. Aber der andere größere Vorteil ist der, dass wir einfach Zeit sparen. Also in der Zeit, während wir aussehen und die Jungpflanzen groß werden und pikiert werden kann, ist im Feld, also im Beet, die andere Kultur, die davor ist, noch am Wachsen. Und ja, wenn die abgeerntet ist, können die nächsten Pflanzen rein, die aber schon eine gewisse Größe haben. Auf diese Art und Weise haben wir den Garten eigentlich immer voll, können versetzt und regelmäßig die ganze Saison, eigentlich das ganze Jahr über ernten. Vielen Dank an euch für eure ganzen Daumen nach oben. Für uns YouTuber ist es tatsächlich sehr motivierend und auch anspornend, wenn ihr uns unsere Videos mit Daumen nach oben oder nach unten quittiert, dann haben wir ein Feedback und ja, das macht Freude. Und wenn noch nicht passiert, unseren Kanal könnt ihr natürlich auch kostenlos abonnieren. Und wenn ihr diese Glocke klickt, dann kriegt ihr jedes Mal eine Meldung, wenn bei uns ein neues Video online gegangen ist. Übrigens bei Instagram findet ihr auch alle 2, 3, 4 Tage neue Impressionen, was bei uns im Gartengemüsekiosk hier so los ist. Und jetzt im Sommer ist es auch noch Zeit für die Hülsenfrüchte. Letzte Eisenbahn ist es für die Buschbohne. Die Buschbohne sehen wir ja im Horst aus und setzen dann die Jungpflanzen in die Beete. Also letzte Eisenbahn für Buschbohnen. Und die dicke Bohne wird jetzt gerade im Juni abgeerntet. Wir essen sie ja sehr, sehr gerne. Und durch Experimente konnten wir feststellen, dass es funktioniert, wenn wir sie jetzt im Juli nochmal aussehen für die Ernte im Herbst. Das machen wir, seitdem wir festgestellt haben, dass es funktioniert, jedes Jahr. Video dazu ist hier oben verlinkt. Und ihr wisst, das Frühjahr war jetzt nicht so toll und die Erbsen haben nicht so gut geklappt. Daher ein kleiner Aufruf. Vielleicht habt ihr schon Erfahrung mit dem Anbau der Erbsen für die zweite Saisonhälfte oder eben nicht, so wie wir. Dann ein Aufruf, lasst sie uns sammeln. Wir werden jetzt nochmal Erbsen aussehen. Die sind ja recht schnell in ihrer Kulturzeit und wollen gucken, ob wir die demnächst nochmal beernten können. Das wäre doch ganz schön, jetzt nochmal ein paar Erbsen mehr dazu in die Saison zu holen. Macht ihr mit? Während wir im Sommer nun einige Kräuter schon runtergeschnitten haben, sie getrocknet haben, damit sie jetzt nochmal schön buschig nachwachsen können, ist es aber auch noch eine gute Zeit, um Kräuter eben nachzusehen. Welche sind das konkret? Wir können eine Aussaat machen vom Thymian. Thymian ist super, der ist mehrjährig, wenn der sich einmal im Garten angesiedelt hat. Wunderbar. Was haben wir noch? Dill zum Beispiel. Dill darf bei uns natürlich beim Einlegen von den Salzgurken nicht fehlen, aber auch so nutzen wir Dill unheimlich gerne im Garten. Und sie ist nicht nur sehr dekorativ, die Pflanze, auch die Insekten mögen sie sehr gerne. Petersilie darf jetzt auch noch ausgesät werden. Petersilie ist ein Lichtkeimer und zweijährig. Im zweiten Jahr will sie in Blüte gehen, die Pflanze. Das ist natürlich schön für die Insekten, aber wir ernten lieber das junge, zarte Grün. Deswegen kommt eigentlich Petersilie bei uns jedes Jahr in die Aussaat. Ein weiterer Lichtkeimer, der bei uns im Garten nicht fehlen darf, ist der Basilikum. Wir haben roten und grünen im Programm, aber auch überall im Garten verteilt. Wir essen ihn sehr gerne frisch als Pesto oder auch getrocknet für den Winter. Basilikum kann man eigentlich nicht genug im Garten haben. Wir nutzen ihn auch gerne als Ablenkerpflanze, wenn wir ihn zum Beispiel neben Brokkoli setzen und einfach wachsen lassen und blühen lassen. Unserer Erfahrung nach wird der Kohlweißling davon ein bisschen abgelenkt.
Also Fazit, man kann nie genug Basilikum im Garten haben, ist zumindest unsere Meinung. So ihr Lieben, das waren unsere Tipps und unsere Favoriten, was jetzt im Juli ausgesät werden kann. Ein Selbstversorgergarten, ein Gemüsegarten, der regelmäßig bestellt ist, wo auch versetzt geerntet werden kann, der bedingt natürlich auch, dass regelmäßig ausgesät wird. Aber welche Aussaaten haben wir vielleicht noch nicht auf dem Schirm, wo ihr sagt, im Juli sehe ich das immer aus? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Wir sind sehr gespannt darauf. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns, wie gesagt, gerne einen Daumen nach oben. Das freut uns wirklich. Zum Weiterschauen haben wir auch wieder was verlinkt. Einmal hier oben unser Video, wie wir die dicke Bohne für den Herbst anbauen. Und hier unten unsere Playlist mit den ganzen Grow Veggies, Videos, die kurz und knackig sind, die man sich schnell mal eben im Garten auf dem Smartphone anschauen kann. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei euch im Garten, bei den Aussaaten und sind gespannt auf euer Feedback. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!